Die vergangenen Monate bescherten vielen Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümern einiges an Aufwand. Die Grundsteuerreform bedeutete Unterlagenrecherche und nicht ganz so einfach verständliche Online-Formulare forderten hier zusätzlich starke Nerven. Wir wollen daher heute der Frage nachgehen, wozu eigentlich der Aufwand? Wozu die Grundsteuerreform? Und wenn ich wir sage, heißt es, dass wir auch heute wieder einen Gast in unserem STGT-Podcast haben. Und ich freue mich ganz besonders, dass Heike Bansemer, Leiterin des Amtes für Finanzen in der Hansestadt Wismar und Vorsitzende des Finanz- und Personalausschusses beim Städtischen Gemeindetag, uns heute quasi mit hinter die Kulissen der Grundsteuerreform mitnehmen möchte. Heike, schön, dass du Zeit hast und vielen Dank, dass wir heute in Wismar sein durften. Ja, gerne doch. Nun ist ja das Thema Grundsteuerreform kein neues. Und hier wurde auch viel in den vergangenen Monaten schon zu berichtet. Aber dennoch möchten wir heute mal aus kommunaler Sicht erklären, warum das Thema nicht ohne ist. Heike, du als Expertin kannst uns sicherlich ganz genau erklären, warum eigentlich Grundsteuerreform und was ist dabei das Ziel? Ja, ich versuche es gerne. Ja, die Grundsteuer erstmal knüpft natürlich immer an den Grundbesitz. Das heißt, alle Grundstücke, sowohl die landwirtschaftlichen, aber auch die bebauten für Wohnbebauung etc., sind mit Grundsteuer belegt. Dazu ist es notwendig, dass es einen einheitlichen Maßstab der Bewertung gibt. Und genau das ist der Knackpunkt, den das bundesdeutsche Recht nicht mehr erfüllen konnte mit den alten Gesetzen. Sie kennen das bestimmt, dass die Verfassungswidrigkeit unseres alten Grundsteuergesetzes angemahnt wurde durch das Bundesverfassungsgericht und eine Neubewertung stattzufinden hat. Neubewertung heißt, wann wurde denn das letzte Mal bewertet? Das ist schon wirklich sehr lange her. In den alten Bundesländern geschah das letztmalig 1964. In den neuen Bundesländern liegt es noch weiter zurück. Da war es 1935. Also Sie sehen, wie weit der Zeitraum bereits fortgeschritten ist, eine relativ zeitnahe Bewertung mal aufzustellen und das derzeitige System auf einen modernen Stand zu stellen. Durch diese sehr unterschiedlichen alten Bewertungen kam es dementsprechend zu Ungleichbehandlungen, die nämlich dazu geführt haben, dass Grundbesitzer, die im Eigentum sind, vor das Bundesverfassungsgericht gezogen sind und gegen dieses Grundsteuergesetz geklagt haben. Das ist jetzt mal der Ausgangspunkt. Ziel soll es also sein, mit der Grundsteuerreform eine Steuergerechtigkeit und eine Vergleichbarkeit bei der Bewertung und Versteuerung von Grundstücken wiederherzustellen. Okay. Nun ist ja oft die Rede von der sogenannten Aufkommensneutralität. Schönes Wort. Also es heißt, dass die Gemeinde oder die Stadt, an die ja die Steuer gezahlt wird, im Großen und Ganzen durch die Reform kein höheres Steueraufkommen erzielen soll. Wie sieht das damit aus? Ja, zuerst einmal ist es natürlich den Kommunen überlassen, ihre Hebesätze festzulegen. Das Instrument Hebesätze hat uns der Gesetzgeber in die Hand gegeben. Und ich muss als Kämmerin sagen, die Grundsteuer ist wirklich eine verlässliche Steuer, die immer kommt, weil die Grundstücke bleiben da, egal wer auch immer im Eigentum ist. Nun zur Belastung bzw. Entlastung. Es wird natürlich Verschiebungen geben, das ist richtig. Uns Kommunen ist es einfach wichtig, dass wir Grundsteuer erheben dürfen. Das dürfen wir mit dem neuen Gesetz, wenn es denn rechtzeitig zur Umsetzung kommt. Und wir wollen daran, ich sag mal in Anführungsstrichen, nichts verdienen. Also unser Aufkommen soll in etwa das gleiche sein, wie es jetzt ist. Es soll sich nicht durch die Grundsteuerreform erhöhen, aber natürlich auch nicht verringern. Das kann aber beim einzelnen Eigentümer natürlich etwas anders aussehen. Unabhängig davon ist es natürlich den Kommunen selbst überlassen, wie ihre finanzielle Lage auszugestalten und gegebenenfalls eine Haushaltsverbesserung durch Hebesatzerhöhung beziehungsweise einen gleichbleibenden Hebesatz herbeizuführen. Das können wir aber erst einschätzen, wenn wir alle Werte aus den Finanzämtern bei den Kommunen vorliegen haben. Dann können wir anfangen zu rechnen. Nun kann es also doch passieren, dass Grundstücksbesitzer künftig mehr Grundsteuer bezahlen müssen?
ja, wie würde das Ganze dann zum Thema Steuergerechtigkeit passen? Du hast es ja eben schon so ein bisschen angeschnitten, aber wie passt das? Es ist ja das Ziel der Reform und Maßgabe auch des Bundesverwaltungsgerichts in 2018 gewesen. Also Steuergerechtigkeit heißt ja nicht, dass alle das Gleiche bezahlen, sondern dass der Maßstab entsprechend gleichermaßen für jeden angewandt wird. Wenn jemand natürlich ein großes, sehr komfortables Grundstück hat er eben mehr Steuern zu bezahlen, wie jemand, der ein sehr kleines Grundstück zum Beispiel hat. Das drückt sich nachher in der Berechnung und dann im abschließenden Messbescheid für die Grundsteuer aus. Es hat nichts damit zu tun, dass es gibt dann eine Gleichbehandlung. Die gibt es jetzt im Moment nicht. Und es hat nicht unbedingt immer was mit der Höhe der zu zahlenden Grundsteuer zu tun. Wenn man das jetzt mal so betrachtet, die Frage ist jetzt einfach, welchen Mehrwert hat dann die Reform letztendlich für die Grundstücksbesitzerinnen und Grundstücksbesitzer, beziehungsweise auch für die Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Wismar jetzt beispielsweise? Bei der Feststellung des Messbetrages für ein Gebäude zum Beispiel oder für ein Grundstück wird ja relativ einheitlich verfahren. Der Eigentümer selbst hat dann einen Überblick, was ist sein Grundstück mit seinen Aufbauten gegebenenfalls wert oder auch sein land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück. Und somit ist eine Vergleichbarkeit sehr gut möglich. Also wenn mein Nachbar ein doppelt so großes Haus hat, muss er dementsprechend auch etwas mehr Grundsteuern bezahlen. Und das verstehe ich auch unter Steuergerechtigkeit. Und es ist auch sehr transparent für jeden Eigentümer, der ja dann nachher natürlich auch darauf eine Grundsteuer zu zahlen hat, transparent zu sehen, ist diese Bewertung denn zustande gekommen. Mit den jetzigen Messbescheiden ist das so nicht möglich. Okay. Wie gesagt, wir hatten es anfangs schon gesagt, die Erhebungen sind doch sehr, sehr, sehr alt und es ist eben in der Vergangenheit für Säumvierten, diese Einheitlichkeit wieder herzustellen. Ja, und das wird jetzt nachgeholt. Nun haben wir Anfang März und die Frist zur Einreichung der erbetenen Daten, die lief zum 31. Januar 2023 aus. Und nun hoffen wir natürlich, dass jetzt ganz viele, die es nicht schaffen konnten, diese Frist zu halten, dass die erbetenen Daten nachreichen konnten. Aber was passiert dann mit denjenigen, die das noch nicht gemacht haben, die quasi die Daten noch nicht ans Finanzamt gemeldet haben? Ja, die Bürger, die das noch nicht getan haben oder die Unternehmen, die werden von den Finanzämtern angeschrieben oder sie sind schon angeschrieben worden, das weiß ich jetzt nicht genau, und werden nochmal darauf hingewiesen, ihren Abgabenpflichten nachzukommen. Ansonsten gibt es natürlich auch Androhungen von Bußgeldern. Das sollte aber der letzte Hebel sein, den man in Bewegung setzt, um an bestimmte Daten heranzukommen. Ich weiß auch, dass viele Bürger, die jetzt zum Beispiel mit IT nicht ganz so vertraut sind, große Probleme hatten, diese Bögen im Internet auszufüllen. Auch da hat der Gesetzgeber sich etwas geöffnet. Es gibt eben auch Papiervordrucke. Okay. Und wer jetzt wirklich nicht imstande ist oder es ihm sehr schwer fällt, das einem Rechner, IT, Laptop, wie auch immer zu tun, der solle doch beim Finanzamt einfach nachfragen, ob er ein Formular bekommen kann. Auch die Kommunen reichen sowas aus. Also auch wir selbst in Wismar haben uns in unsere Räumlichkeiten, in unsere Büros diese Formulare per Reserve hingelegt, um einfach unterstützen zu können. Natürlich die Bürger dann mitzunehmen bei den manchmal doch nicht ganz so einfach gewordenen Formalitäten. Ja, ich kann ja sagen, so im laufenden Geschäft liegen wir immer zwischen 90 und 100 Millionen, die wir an Erträge und Aufwand bzw. Ein- und Auszahlungen haben. Die Grundsteuer sind etwa 6,3 Millionen davon, also ein doch nicht unerheblicher Anteil.
den wir natürlich einsetzen, um alles das, was zur Daseinsvorsorge unserer Bürger gehört, zu finanzieren. Das heißt, es werden kulturelle Einrichtungen wie Bibliotheken, Archiv, Kindereinrichtungen, Jugendclubs damit finanziert, beziehungsweise aber auch Schulen, aber auch eben Entwicklungsmaßnahmen wie Bau von Gewerbeeinheiten, Gewerbegebieten, aber auch Straßensanierung oder Straßenneubauten werden natürlich über die Steuer indirekt finanziert, weil Steuer gilt als nicht direkte Finanzierungsmittel, sondern gilt immer der Gesamtdeckung des ganzen Haushaltes. Und 6,3 Millionen Euro sind für die Hansestadt Wismar doch ein erheblicher Beitrag. Die würden uns sehr, sehr fehlen, wenn wir sie nicht mehr zur Verfügung hätten. Mit direkten Ausmaß dann oder Auswirkungen auch dann tatsächlich auf die Bürgerinnen und Bürger. Für so vieles, was ja im Grunde tagtäglich als selbstverständlich wahrgenommen wird. Aber da würde man dann merken, dass es dann doch ganz schnell dann auch, dass vieles dann oder einiges nicht mehr möglich ist. Sollte sie wegbrechen, wovon wir ja nicht ausgehen. Und jetzt nochmal zurück zu euch in die Hansestadt Wismar. Wie hoch ist denn der Aufwand bei euch oder generell in den Rathäusern oder Amtsverwaltungen, was jetzt die Grundsteuerreform betrifft? Also es ist ja eigentlich so, dass das Thema Grundsteuerreform, da sind die Kommunen ja jetzt erstmal in erster Linie gar nicht so wirklich zuständig, sondern das betrifft ja die Finanzämter. Dennoch wird es sicherlich sein oder gewesen sein, dass in den vergangenen Wochen, Monaten doch einige Anrufe bei euch eingegangen sind diesbezüglich, oder? Wie sieht es da aus? Ja, das ist natürlich, dass die Bürger sich an uns wenden, wenn es um Steuern geht, weil sie nicht unbedingt abgrenzen, was ist Aufgabe des Finanzamtes und was ist Aufgabe der Kommune. Und wir versuchen zu unterstützen, soweit es geht. Wir stehen auch im regen Austausch mit unserem Finanzamt in Wismar, um zu unterstützen, um zu helfen. Wir können keine Beratung machen, das ist richtig, aber wir können bestimmte Hilfsangebote geben. Zum Beispiel, wann rufe ich am besten an? Wie ist die Hotline, die Telefonnummer? Wir haben unsere Internetseite www.wismar.de verlinkt mit dem des Finanzamtes, um einfache Hilfen auf Knopfdruck zu finden. Und wie gesagt, für den absoluten E-Fall können wir auch den Bürgern die Papierformulare aushändigen, so dass der Weg nicht zu kompliziert wird. Das tun wir doch schon natürlich, weil wir natürlich ein großes Interesse haben, dass möglichst alle Grundstücksbesitzer ihre Erklärungen abgeben. Auch wenn es noch nicht passiert ist, sollten sie es unbedingt jetzt machen und da unterstützen wir gern. Aber wir als Stadt haben natürlich auch Grundstücke. Ja, genau, das wollte ich gerade fragen. Ja, genau. Das sind überwiegend natürlich privat nutzbare Grundstücke. Also die Grundstücke, worauf eine Schule steht zum Beispiel, ist von der Grundsteuer ausgenommen, aber auch die haben wir zu melden. Diese Aufgabe obliegt in der Regel den Liegenschaftsmitarbeitern, also unserer Abteilung Liegenschaften, die diese Meldungen auch genauso wie der andere Bürger dem Finanzamt zu melden haben. Okay. Aber da unterstützen wir uns natürlich innerhalb der Verwaltung auch. Sehr gut, wunderbar. Also auch in der Verwaltung Fleißarbeit aufgrund der Grundsteuerreform. So, jetzt aber das Thema Grundsteuerreform noch mal so ein bisschen, ich möchte das jetzt ganz gerne noch mal so ein bisschen globaler betrachten und vielleicht auch so ein bisschen jetzt den Zeitplan, also wie es da jetzt weitergeht, mal so ein bisschen in den Blick nehmen. Jetzt, wir gehen davon aus, es sind jetzt alle Meldungen bei den Finanzämtern eingegangen und die Finanzämter arbeiten jetzt auch alle ganz fleißig. Und die Umsetzung soll ja für 2025 erfolgen. Jetzt mal eine Frage, kann es passieren, dass die Reform doch noch gekippt wird? Ja, es ist mal ein Bundesthema. Es sind 16 Bundesländer, die da irgendwie mitwirken. Wie siehst du das, Heike? Ja, ich denke nicht, dass sie in Gänze gekippt wird. Ich weiß natürlich jetzt im laufenden Verfahren, dass viele Bürger, aber auch Unternehmen gegebenenfalls in Einspruch gegangen sind, weil sie mit bestimmten Festsetzungen nicht einverstanden sind. Inwieweit es nochmal zu einem solchen großen Klageverfahren vom Bundesverfassungsgericht kommen wird, das glaube ich im Moment nicht, aber ich glaube es nur, ich weiß es natürlich nicht. Ich hoffe nicht, dass dieses Gesetz nochmal gekippt wird. Es ist eigentlich ein gutes Gesetz. Wir als Bundesland oder die Bundesländer konnten ja selbst bestimmen, ob sie das Bundesrecht anwenden oder ob sie sich ein Landesgesetz geben. Auch da war der Gesetzgeber doch relativ großzügig. Es gibt auch verschiedene
Landesgesetze zur Grundsteuer, zum Beispiel der Freistaat Bayern hat sich ein eigenes gegeben, weil er mit dem Bundesgesetz so nicht einverstanden war. Wir haben das Bundesgesetz als Grundlage genommen, was wir auch in Ordnung finden. Ich hoffe nicht, dass es gekippt wird. Vielleicht mal ein bisschen was zum Zeitplan. Wir haben jetzt März 2023. Normalerweise müssten alle abgegeben haben sie wahrscheinlich noch nicht, aber es ist noch nicht zu spät. Auch hier nochmal aufzufordern und darum zu bitten, doch die Erklärung auszuhändigen, abzugeben. Wir haben uns natürlich in der Verwaltung auch Gedanken darüber gemacht, wie wollen wir weiter verfahren. Wir brauchen also in etwa mindestens 80% aller Messbescheide, die aktualisiert sind, um eine Hochrechnung anstellen zu können, mit welchem Hebesatz müssten wir ins Jahr 2025 starten. Zum 01.01.2025 würden wir dann eine Hebesatzanpassung vornehmen. Diese würden wir natürlich, um auch die Diskussion in den Gremien, in unserer Stadtvertretung, bei uns heißt es ja Bürgerschaft, zu ermöglichen, möglichst nach der Sommerpause, also im September, Oktober starten wollen. Das heißt, wir bräuchten möglichst alle Werte von den Finanzämtern bis zu diesem Zeitpunkt. Okay. Bis vor kurzer Zeit habe ich noch gedacht, na, mal sehen, ob das schaffbar ist. Aber es ist wirklich so, dass wir mittlerweile Dateien der Finanzämter bereits bekommen haben. Sehr gut. Mit den aktualisierten Werten. Und wir natürlich jetzt eine Sortierreihenfolge machen, weil es gibt natürlich auch Grundstücksbesitzer, die mehrfach gemeldet haben, weil vielleicht ein Fehler noch zu korrigieren war. Okay. Wir sind gerade in einer Testphase, also wir testen die ersten jetzt aus, wie diese Das ist ja Messbeträge spannend, übernommen werden und hoffen dann, dass wir so viel wie möglich Messbescheide bekommen, die wir dann bis zu diesem Zeitpunkt nicht haben. Die würden ja auch die Finanzämter dann hochschätzen einfach. Wenn auf mehrfache Anforderungen jemand nicht reagieren sollte, wird er dann geschätzt. Und dann können wir 2024, denke ich mal, relativ genau schon errechnen, welcher Hebesatz denn für das genannte Aufkommen notwendig wäre, um diesen Betrag wieder zu erreichen. Ja. Und ich sehe dem jetzt erstmal optimistisch entgegen, dass wir das gut hinbekommen. Und das kommunizieren wir natürlich auch immer nach außen, weil wir werden natürlich sehr oft von unseren Bürgern gefragt, wann passt wir möchten natürlich den einzelnen Bürger nicht unverhältnismäßig hoch belasten, sondern möchten eine Einheitlichkeit schon schaffen. Und darf ich kurz zwischenfragen, wie kommuniziert ihr da? Habt ihr da irgendwie Stadtanzeiger oder wie? Jetzt haben wir es erstmal noch telefonisch gemacht. Wir möchten jetzt einmal damit in die Bürgerschaft gehen, einfach mit einem Bericht, wie wir uns die weitere Vorgehensweise vorstellen, so dass wir grundsätzlich die Aussage nach außen hin auch haben. Wunderbar. So möchten wir es vornehmen als Verwaltung. Okay, also da Klarheit und Transparenz jetzt auch im weiteren Verfahren. Und Transparenz, denke ich mal, gegenüber unserem Bürger ist ganz wichtig. Genau. Zeigen, warum das jetzt notwendig war, dass wir diese Grundsteuerreform auch mit umsetzen mussten insgesamt. Ja, und das ist auch wichtig. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, da sind wir jetzt auch schon fast am Ende. Ich möchte da jetzt ganz gerne noch mal ein kurzes Fazit ziehen. Nun ist ja das Thema Grundsteuerreform ein Thema, das ja im Grunde nahezu jeden, ob nur Grundstückseigentümer oder Mieter oder auch Pächter berührt. Also dieses Thema muss mit großer Sorgfalt bearbeitet werden. Das haben wir nun auch gehört. Und natürlich ist es verständlich, wenn jemand, der jetzt aufgrund der Reform mehr zahlen muss, das erst einmal hinterfragt und auch erklärt haben möchte. Diejenigen, die entlastet werden, die werden sich erfahrungsgemäß nicht so stark zu Wort melden. Und das müssen wir insgesamt alles aushalten. Und die Beseitigung von lange währenden Ungerechtigkeiten, was es ja in der Vergangenheit ja auch tatsächlich war, führt zu Lastenverschiebungen. So, und wichtig ist, dass sich auch die Grundstückseigentümer, die über den Wert ihrer Immobilie in einer attraktiven Stadt, auch von den Leistungen der Stadt, dass sie auch davon profitieren, dass auch diese Grundstückseigentümer sich an der Finanzierung über die Grundsteuer solidarisch beteiligen. Und letztendlich ist es ja so, gerechnet auf den Quadratmeter sind die monatlichen Grundsteuerbelastungen letztendlich ja auch überschaubar.
So. Liebe Heike, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für deine Ausführungen. Und ich bin mir sicher, dass das jetzt auch insgesamt alles nochmal ein bisschen zum besseren Verständnis des ganzen Themas beigetragen hat. Und ich danke den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Und ich freue mich auch, wenn Sie dann bei der nächsten Folge des SWGT-Podcasts wieder mit dabei sind. Wir sagen Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss.